am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen in einer stürmischen Nacht. Zumindest vermute ich mal, dass es Nacht ist, weil es ziemlich dunkel ist. Da flog eine Tür. Und ziemlich stürmisch. Wir spielen mit euch Life is Strange. Du kannst ja schon mal versuchen, ob du dich bewegen kannst. Kann ich. Ich bin Karina, neben mir sitzt die Jule. Sie steuert die liebe Max hier. Lighthouse. Kann man gewinnen. Ja, wie gesagt, wir spielen Life is Strange. Es war eher ein Zufallsfund. Ja. Ich habe es beim lieben Gronk entdeckt und war leicht begeistert. Das ist aber schwer hier hoch. Ist ja auch stürmisch. Come on, Max. You can make it. Genau, Max, zieh durch. Das Spiel ist komplett auf Englisch. Es gibt auch keine deutschen Untertitel. Was für uns jetzt nicht das Problem ist. Wir können ja ab und zu immer mal so einschmeißen, worum es gerade geht, für diejenigen, die jetzt nicht so englisch begabt sind oder nicht so Englisch können, aber es ist eigentlich mit normalem Schulenglisch eigentlich sehr gut zu verstehen. Das ist eine Karte. Mit einem Totenkopf drauf, Da. wo wir gerade sind wahrscheinlich. Und da unten steht unten rechts auf der Karte Arcadia Bay. Arcadia Bay, right. Das ist wohl das da drüben, Ja, das da. was wohl demnächst Bekanntschaft mit dem da machen wird. Und das da, das ist nicht so freundlich. Oh, da This ist wohl. feels like the end of the world. Feuerschnur Ja. hat jemand gemacht. Wir sollen jetzt zum Leuchtturm, weil wir da hoffentlich irgendwie sicher sind. Oder auch nicht. Ist ja total mein Wetter, ne? Holy shit. Ja, Richtig. Das übersetzen wir nicht. Nein. Piep. Oh. Der Controller geht ab, doch. Wow. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now,
Contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man, and his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. Schenkelklopfer. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? No one? Ja. Anybody? This does not bode well. So, also. Jetzt sei mal kurz ruhig da. Wir sind jetzt hier im Spiel und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin dafür, immer alle irgendwie ausreden zu lassen, alles anzugucken, überall hinzugehen, wo man nur hingehen kann. Just jump right in with an answer. Ja, tue ich Right gerade. Richtig. Bin Und, ich auch dafür? Ja. Genau, wir spielen hier die Max, die übrigens eine Frisur trägt, die ich mir auch gerne mal schneiden lassen würde, wozu ich aber zu feige bin. This was in the Ich hatte chapters die you mal. read. Naja, so ähnlich vielleicht. Ja. Und wir sitzen hier im Unterricht für Fotografie. Ich liebe das Reh auf ihrem Shirt. Das dort ist unser Lehrer, den ich übrigens sehr unhöflich finde, weil er seinem Schüler den Rücken zudreht und das vermutlich ja schon etwas You länger. did read the chapters, Richtig. right? Den da hinten finde ich aber auch unhöflich. Der guckt auch weg und wahrscheinlich Ja, der tippt er auf dem schläft. Handy oder so. Der schläft, das ist normal. Nee, der tippt hinter der Federtasche auf seinem Handy drauf rum. Also auch normal. Richtig. So, und wir haben jetzt hier vor uns eine Your silence is deafening. Ja. Eine Auswahl an Gegenständen, die wir uns angucken können. Das machen wir doch mal. Naja, zuerst mal nur das Foto, wa? Ich glaube, du kannst dich bewegen. Mit den Pfeiltasten, oder? Also mit dem Kreuz. Okay? Ne? If this were a photo, I'd call it a Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Also ich finde es ehrlich gesagt cool, aber es ist halt kein Selfie im eigentlichen Sinne. Ja, Ne? es ist kein Selfie im eigentlichen Sinne. Aber also schon irgendwie cool. Man Ich müsste find's, jetzt das hat genauer was. erkennen, was die Bilder im Hintergrund alles zu bedeuten hätten. Ich glaube, man könnte es, wenn man das Originalfoto hätte. Ja. Sind auch welche doppelt irgendwie, ne? Naja. Ah ja. So, jetzt. Jetzt. Ich muss dazu sagen, ich habe es wie gesagt bei Gronk schon angeguckt, weil ich einfach so angefixt war und ja auch krank war und deswegen nicht viel zu tun hatte und war schon ab der Hälfte seines... Anybody? Ja, ist ja gut. This does not bode well. War ab der Hälfte von Gronks Let's Play sowas von angestachelt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen das unbedingt auch spielen, weil dieses Spiel ist einfach unglaublich toll. Ich muss sagen, ich habe nur die erste Folge gesehen Just jump right in with an answer. und spiele ab dann blind. Genau, also weiter geht's. Ey, was willst Ich du würde von angucken? rechts nach links anfangen. I should take a picture to prove Also I'm still John. here. Plus, it's perfect for my portfolio, and I haven't kept up with my journal as much as I should. Great. Ey. If anybody else looked at this, what would they think? 8 Seiten. Ja. Ich würde sagen, wir blättern einmal kurz durch. Und wer will, kann Pause drücken, ne? Genau, wer lesen möchte. Übrigens finde ich dieses Bild hier mit diesem Oh dear, finde ich so megamäßig. Dieser Schnurrbart, ne? Da hätte ich gerne ein T-Shirt von. Ich finde das so genial. So, Ich weiß ja nicht, du kennst es ja. Genau, also es steht grob gesagt alles drin. Sie kommt halt aus, oh Gott, wie hieß das Örtchen jetzt hier? Blackwell ist die Universität, also die Schule, und sie hat früher hier schon mal gelebt, ist jetzt aber zurückgekommen, weil sie eben hier studieren möchte. Ihre Eltern sind vor einigen Jahren damals weggezogen und sie hat sich jetzt gefreut. Sie hat, glaube ich, ein Stipendium bekommen, um hier studieren zu können. Fotografie, das ist ihr großer Traum auch gewesen. Und ja, sie lernt halt an der Schule einige Leute kennen, unter anderem auch, wie man hier rechts auf der Seite sieht, die sogenannte Victoria. Reich, stylisch und besser gestellt. Also Victoria ist das
Das It-Girl. So das Typische im Prinzip. Ist es die da saß? Die links saß, die genau. links saß, Die mit dem Lehrer gesprochen hat. Genau, sehr nette Person. Ja, genau. Das war der Husten. Und ja, also das ist so das, was jetzt grob zusammengefasst in diesem Tagebuch auch drin steht. Sie beschreibt halt, dass sie wieder zurückkommt und dass das alles irgendwie neu ist, aber auch bekannt und naja. Und was ist hier? Jefferson ist der Lehrer, oder Jefferson ist der Lehrer, genau. Oh, I want to marry him. Genau, sie hat einen leichten Crush, also sie findet ihn ein bisschen sehr toll. Oh, das haben wir alle durch, glaube ich, irgendwie. Lehrer? Nee. Und sie hat halt sehr viele Hausaufgaben und so viel zu tun und sie weiß gar nicht, wie sie das alles machen soll. Tja. Was ist The Vortex Club? Nathan Prescott ist das Äquivalent zu Victoria, der eben auch in diesem Vortex Club ist. Das ist sowas wie, da kommen alle höhergestellten und stylischippen Personen, die dann die etwas unterprivilegierteren Kinder mobben und ihnen das Leben zur Hölle machen. Also die Clubs, in denen wir nie drin waren. Mhm, ja. Warren? Warren ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht ein netter Freund oder so. Jemanden, den sie kennengelernt hat. Good thing I know Warren. Es gibt noch einen Freund, den sie hat hier an der Schule, aber das sieht man auch alles später noch, das kommt noch. Ja, okay. Man will ja jetzt auch nicht vorgreifen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das der Warren war oder... Naja. Oktober ist ihr Lieblingsmonat, das ist doch schön. Ja. So. I love watching the leaves change color, turning into tiny flames. Das ist allerdings wirklich schön und es macht auch Spaß, sowas zu fotografieren. Da kann ich nur zustimmen. Richtig. Ich mache jetzt mal kurz weiter hier. Ah, guck. Dann sieht man nämlich Jefferson und Victoria. Genau. Jefferson, den sie ja sehr nett findet. Der auch die typische Gesichtsbehaarung für diese momentane Epoche trägt. Dann haben wir die nette Victoria, die etepetete Tante aus unserer Klasse und die liebe Kate, über die wir noch nichts wissen und wo ich auch noch nicht vorgreifen möchte. Und noch einige andere Bilder, die noch frei sind. Richtig. Genau, wir haben Episode 1, die wir gerade spielen, Chrysalis, und wir warten auf die folgenden Episoden. Episode 2 soll angeblich Mitte März rauskommen. So. Was ist das? Achso, so Stadtplan. Chapter oder so. Ja, Stadtplan. Genau, wir haben die Blackwood Academy mehr noch nicht. SMS haben wir noch. Genau, die auch lustigerweise in unserem Journal drin stehen, was sehr interessant ist, dass man... Guck mal, da unten ist Warren. Ah ja, genau, dann ist das der nämlich, dann ist das der, ja. Heißt es, dass wir den jetzt schreiben könnten, oder heißt es, dass Nein, wir können das lesen, was da drin steht. Hey, Max! Wait, I have to study for a physics test, so if you bust anything, we have also... Genau, also ja, hat das ist halt... Hat ihr einen Flashdrive ausgeliehen. Don't ignore this message, okay. Ja. Das ist halt so unser Kumpel, ja? Wie komme ich denn zurück? B? Dann die liebe Mom. Happy Birthday, Maxine. Alles Gute zum Geburtstag. Wir können nicht glauben, dass du bereits 18 Jahre alt bist. Beziehungsweise, dass du bereits 18 Jahre unter uns weilst. XO. Mami. Mutti. Na, wo wir gerade beim Mom waren, war... Daddy. Ich hoffe, du hast einen schönen 18. Geburtstag. Du bist jetzt erwachsen und doch noch unser kleines Mädchen. Schau mal in deinem Account nach und gib nicht alles auf einmal aus. Also in dem Sinne Account von wegen Bankkonto. Bankkonto und Katie hat uns vielleicht auch noch. Das sieht ganz anders aus. Scroll mal nach oben. Ah ja. Hey Max, bist du da? Immer alles in Ordnung? Wollen wir später einen Tee trinken gehen? Absolut. Könnten wir sein. Ja. Ich habe ab 4 Uhr Zeit. Ja. Tippfehler. Schlaganfall. Okay. Oh. Doch, hatte ich schon alles? Ja, If hatte ich anybody alles. else Ja, looked doch, at ich hatte this, alles. what would they think? Ja, ich hatte Genau. alles. Mom, Okay. Dad und so weiter. Okay. So, Foto hatten wir auch schon. Foto hatten wir auch schon. Dann Pencil Case. Das können wir noch angucken. You did I read can't the believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Absolut But nicht. I like it old school. Ich auch. Ich hätte es gerne länger angeguckt, aber das hat sich irgendwie schon wieder weggedingst. Ich habe gar nichts dazu getan. Na ja. gut. Your silence is deafening. Ja, pst. So, unsere geile I Kamera. do love my analog camera.
I should take a quick picture now. Genau, wir müssen nämlich noch ein Selfie machen, weil wir nur so ein Scheißfoto haben. Also findet Max. Macht Sinn im Unterricht. Richtig, Ein machen wir jetzt Selfie. einfach mal. If this were a photo, I'd call it a still life. Richtig, ist es ja Ist auch. auch überhaupt nicht auffällig. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Tja, das fragst Was du mich? antworte meine jetzt, ha? Oder ich weiß es Nicht. Ich wäre ja für B. Das wäre so das so, ja. Ich weiß es, warte. Nein, doch nicht. Fällt mir gerade nicht ein. So. B. I did know, but I kind of forgot. Ja, You genau. either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Plötzlich weiß Very es good, ja. Victoria. Toll, die The ganze Zeit. Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Gott sei Dank. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in Cornelius. the Everyday Heroes Don't you contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ich finde die Dialoge ja richtig gut, ne? Also, schon cool gemacht. Kann man nicht anders sagen. So. Jetzt haben wir hier die freie Victoria Wahl. doesn't waste a second kissing ass. Absolut. Ich mag sie auch nicht. Ich mochte solche Schüler noch nie. Ne. Eine Zeit lang war ich, glaube ich, selber mal so. Oh, look. Ja. Soll ich jetzt Ja sagen? Ich glaube, zu der Zeit kannten wir uns noch gar nicht so richtig gut. Nee, ich glaube, zu der Zeit kannten wir uns auch noch nicht so richtig gut. Nee. Ja, aber ich hab's mal drauf angelegt. Ich wollte halt gut sein in der Schule und dann kam die Phase, wo ich gesagt habe, ja komm, mit Arschmarie ist mir auch wurscht. Dann kam die Schwarz. Ja, genau, dann kam die Schwarzphase. Okay, also wir haben jetzt hier in einem Raum Ich Pause. kenne also beide Seiten. Ich kenne die Seite von Max und die Seite von Victoria. Aber ich bin lieber auf Max' Seite. Richtig. Muss ich sagen. Ja, rein theoretisch ist damit die erste Folge auch eigentlich schon erledigt. Ja. Genau. Und Kari darf sich dann in der nächsten Folge mal den gesamten Raum angucken. So ist es. Bis dann.